20 € Preisaufschlag bei einer Neuauflage eines Sets mit 200 Steinen mehr, aber ohne Minifigur? Das klären wir gleich hier in der Noppenklötzchen-Scheune. Dzień dobry, willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute schauen wir uns den KTO Rosomak, das Kobi-Set 2629 aus 2024 an, das ihr vielleicht schon auf meinem Kanal gesehen habt. Denn ich habe vor geraumer Zeit den älteren Bruder aus 2019, die 2616, gebaut. Und das schreit doch nach einem Vergleich hier auf meinen Bautisch. Natürlich schauen wir uns an, wie dieses Set gebaut wurde. Es gibt tolle Fakten und dann geht es in den Infight. Dann gucken wir, welches Set eigentlich das bessere ist. Ein Kobi-Set aus der Armed Forces Serie aus November 2024 liegt auf meinem Bautisch. Der KTO Rosomak. Rosomak ist polnisch für Bärenmarder, für uns Deutsche geläufiger als Vielfraß. Das Set hat diabolische 666 Steinchen, kommt im Maßstab 1:35 daher und ist ein 2-in-1 Set, das seht ihr gleich auf der Rückseite. Wir können dieses Fahrzeug in den polnischen oder ukrainischen Farben bauen. Diesen Schützenradpanzer. Dieses Set ist eine Neuauflage des Sets 2616 aus 2019. Das habe ich für euch schon einmal gebaut. Damals gab es nur die polnische Version. Deswegen werden wir dieses Mal hier auch die polnische bauen, um das Set besser vergleichen zu können. Und wenn wir uns die Rückseite ansehen, dann sehen wir einmal die Fakten, die ihr eh gleich bekommt. Ihr seht ein Originalfoto und hier den Hinweis auf das 2-in-1 Set. Wie gesagt, im Maßstab 1:35. Unser Finish polnischer Panzer. Wir lassen den Bärenmarder einmal fliegen, auch wenn er keine Flügel hat, denn wir wollen uns ja den Inhalt des Kartons genauer anschauen. Ja, Freunde, da liegt das Kobi-Set 2629 auf den Bautisch und ihr seht schon hier bei der Anleitung, dass wir das neuere Design haben, dass wir nämlich das Kartondesign auch auf der Anleitung uns bedruckt wieder daherkommt. Das gab es bei Kobi lange Zeit nicht. Klammer gebunden, DIN A4 und der Hinweis, weil da ist man stolz drauf, keine Sticker. Wir haben zwei Bautüten. Da sehen wir sie natürlich, wenn wir uns dieses Fahrzeug angucken, im NATO-Tarn gehalten. Das heißt, wir haben schwarz, grün und ein bisschen braun hier als Hauptsteinchen in den Tüten. Wie wir diese Tüten gleich benutzen, das erkläre ich euch, wenn wir uns die Anleitung anschauen. Denn ihr seht es, wir fangen mit der ersten Bautüte an, reißen die auf, verteilen die Steinchen nach Farbe, Form, Geschmack oder nach Klang, wie immer ihr das wollt, und dann bauen wir drauf los. Wir sehen hier auf der ersten Seite keinen Hinweis auf besondere Steine, die abweichen. Oft gibt es Wedges oder Brick Modifieds oder andere Steinchen in den Längen, die unterschiedlich sind, bei Slopes zum Beispiel eine andere Krümmung und so weiter. Das haben wir hier in dem Set nicht, also können wir ganz entspannt drauf losbauen. Wie gesagt, wie auch immer ihr euch die Steine sortiert, und wir klemmen von Baustep zu Baustep los. Der aktuelle Baustep ist immer der farbliche und wir sehen halt die Pfeile, die uns hinweisen, wie wir was zu klemmen haben, sowie die Rechteckchen, wo wir alle Steinchen für unseren Baustep finden. Wir haben auch manchmal kleine Extra-Erklärungen. Hier muss man von beiden Seiten gegendrücken, oder hier seht ihr zum Beispiel, dass man eine Fliese anlegen kann. Da braucht man keine Noppen zählen. Fertig ist man dann mit dem Baustep 103, wenn wir hier die Luken aufbringen und den Turm, und auf den letzten Seiten finden wir dann immer die Steineübersicht. Sollte euch ein Stein fehlen, gibt es hier eine Nummer und dann könnt ihr bei Kobi auf der Service-Webseite gleich monieren, hey, mir fehlt zum Beispiel dieser Stein. Ich hoffe, mir fehlt kein Stein. Ich lege die Anleitung schon mal in Bauposition, hole mir beide Tüten und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Klemmen und mir bei den Fakten erzählen, beziehungsweise genau umgekehrt, ich klemme, ich erzähle trotzdem die Fakten, ihr hört zu und wir haben gemeinsam Spaß. Und dann soll das Fahrzeug irgendwann einmal aussehen, so ähnlich wie das hier, das aus 2019. Wir vergleichen es denn natürlich. Also viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde.
Speedbildzeit ist Faktenzeit. Da wir erst neulich im Video zur 2616 von Kobi über den KTO Rosomak gesprochen haben, sprechen wir im heutigen Video über die polnische Armee. In den nächsten Minuten erfährst du alles über die aktuellen Entwicklungen, Strukturen und Fähigkeiten der polnischen Streitkräfte. Die polnische Armee hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen. Stand Ende Juni 2024 verzeichnete das Verteidigungsministerium eine Personalstärke von etwa 199.000 Soldaten. Das sind 30.000 mehr als noch Mitte 2022. Im Juli hat die NATO die Truppenstärke Polens sogar auf rund 216.000 geschätzt. Damit ist Polen hinter den Vereinigten Staaten und der Türkei die drittgrößte Armee innerhalb der NATO. Dieses Wachstum ist Teil eines langfristigen Plans, die Streitkräfte auf 300.000 Soldaten zu erweitern. Dieser Plan ist im Gesetz über die Vaterlandsverteidigung von März 2022 festgelegt. Die polnischen Streitkräfte sind in 5 Hauptkomponenten gegliedert: Heer, Luftwaffe, Marine, Spezialkräfte, Territorialverteidigungskräfte. Besonders die Territorialverteidigungskräfte, bekannt als Wojska Obrony Terytorialnej, bestehen aus Freiwilligen und spielen eine zentrale Rolle in der Verteidigungsstrategie des Landes. Die polnische Regierung investiert massiv in die Modernisierung der militärischen Ausrüstung. Ein Beispiel dafür ist die Anschaffung von K2 Black Panther Panzern und K9 Thunder Selbstfahrhaubitzen aus Südkorea. Mitte Dezember 2024 trafen weitere Lieferungen dieser Fahrzeuge ein, was die Gesamtzahl auf 84 K2 Panzer und 136 K9 Haubitzen erhöht hat. Darüber hinaus hat Polen den Kauf von 70.000 Groth-Sturmgewehren aus eigener Produktion angekündigt, um den steigenden Bedarf der Streitkräfte zu decken. All diese Maßnahmen zeigen, wie wichtig es der polnischen Regierung ist, ihre Armee mit moderner Ausrüstung auszustatten. Polen hat seine Verteidigungsausgaben erheblich gesteigert. Im Jahr 2025 plant das Land 4,7% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Das ist der höchste Anteil unter allen NATO-Mitgliedstaaten. Diese Investitionen sind darauf ausgelegt, die nationale Sicherheit zu stärken und Polen besser auf mögliche regionale Bedrohungen vorzubereiten. Angesichts der geopolitischen Lage legt Polen besonderen Fokus auf die Sicherung seiner Ostgrenze, vor allem in der sogenannten Suwałki-Lücke. Diese Region ist ein strategisch wichtiger Korridor zwischen Polen und Litauen. Um potenzielle Schwachstellen zu schließen, hat Polen das Projekt Ostschild ins Leben gerufen. Dieses Vorhaben umfasst den Bau physischer Barrieren und die Integration moderner Überwachungssysteme. Trotz aller Fortschritte steht die polnische Armee vor Herausforderungen. General Wisław Kukuła, der Generalstabschef, hat betont, dass die Armee weiter wachsen muss, um für zukünftige Konflikte gewappnet zu sein. Er hat auch darauf hingewiesen, dass demografische Entwicklungen die Rekrutierung erschweren könnten. In diesem Zusammenhang wird die Wiedereinführung des obligatorischen Militärdienstes diskutiert. Zusammenfassend ist klar, Polen verfolgt ehrgeizige Ziele, um seine militärischen Kapazitäten zu erweitern, die Verteidigungsfähigkeit zu stärken und seine Position innerhalb der NATO zu festigen. Diese Entwicklungen sind nicht nur für die Sicherheit des Landes, sondern auch für die Stabilität der gesamten Region von großer Bedeutung. Vielen Dank, dass du bis jetzt dabei warst. Wenn dir dieses Video bis hierher gefallen hat, abonniere unseren Kanal für weitere spannende Inhalte über Klemmbausteine und ihre Geschichten dahinter. Viel Spaß nun beim Review der 2024er Version des KTO Rosomak aus dem Hause Kobi. Nach 2 Stunden Bauzeit steht er da, unser Vielfraß, unser KTO Rosomak bzw. der Patria AMV aus dem Hause Kobi im Rahmen der Armed Forces Serie veröffentlicht im Jahr 2024. 666 Steinchen schwer, roundabout 49,99 €, das Kobi-Set 2629. In der 2&1 Bauweise hier möglich das Set, nämlich einmal mit polnischen Insignien und da hinten sehen wir es, wir können das Fahrzeug auch
als eines der ukrainischen Streitkräfte bauen. Zum Vergleich natürlich die Version aus 2019, die 2616, beides Fahrzeuge im Maßstab 1:35 und natürlich haben wir hier auch den KTO Rosomark, nur damals in der Small Army Serie statt Armed Forces, da ging das ja über. Ja, das Set hat damals um die 30 Euro gekostet, 29,99, also hier etwas, ja, 20 Euro roundabout mehr und 224 Steinchen weniger, dafür mit Minifigur. Das war ja das, was ich im Entree, im Intro gesagt habe, was wir hier mal besprechen müssten. 224 Steinchen, klar, wir haben hier eine 2-in-1 Version und wir haben auch Steine über, weil wir das Fahrzeug ja in den Farben der Ukraine bauen können. Aber ihr seht schon an der Teileanzahl, ein paar neutrale Fliesen, ein großer Brick mit der ukrainischen Landesfahne und die ukrainische Landesfahne sowie ein paar kleine Bolzen und Häkchen. Aber all die hier in der Anzahl nicht so ins Gewicht fallen, dass wir 224 Steinchen haben. Warum haben wir 224 Steinchen bei der aktuellen Version? Das kommt daher, wir schieben mal die ältere zurück und schauen uns mal die Anleitung an, dass wir, und auch er muss weichen etwas, hier etwas interessantere Bautechniken haben, weil wir zum Beispiel, ihr seht es hier bei eingedrehten Rädern und auch hier eine Lenkung in das Fahrzeug vorne einbauen können. Wir haben hier Achsen, die über Fliesen schieben. Hier seht ihr es beim Baustep 5. Damit haben wir die Lenkung und generell ist die Lenkung hier etwas kleinteiliger mit Achsen gehalten. Dadurch kommen wir auf jeden Fall auf mehr Teile und ihr seht es hier, da. Wir bauen einen Innenraum und haben auch mehr Details im Innenraum, mehr als in der 2019er Version und somit kommen wir hier auf die mehr Steine. Und ihr seht es auch ganz groß hier, Pad Printed, denn das Fahrzeug hier rechts hat auch viel mehr Drucke. Deswegen packe ich die Anleitung mal an die Seite. Auch hier die Steine, die über sind, die haben wir besprochen. Für alle, die natürlich die ukrainische lieber sehen wollen, bleibt dran, denn nach dieser Besprechung hier beim Review bekommt ihr natürlich wie immer Detailbilder und da haben wir dann auch unter anderem die ukrainische Version gebaut. Schieben wir die 2019 Version rein, holen uns das Typenschild der Version aus 2024 und schieben dann das Fahrzeug daher. Das Typenschild schauen wir uns an, ganz normal, wie wir das kennen, KTO Rosomark, Scale 1:35, ganz normaler weißer Slope in der 1x4er Bauweise, kennen wir, geht an die Seite. Schauen wir uns ganz kurz nur einmal die 2019er Version an, damit wir dann gleich wissen, was wir an der 2024er Version haben. Wir sehen hier unten einen schwarzen großen Klotz. Das ist das, was ich meine, warum die Version hier hinten kleinteiliger ist. Wir haben hier auch eine Hinge-Bauweise mit dieser Schräge hier vorne, die auch immer ein bisschen nachwackelt. Wir haben hier vorne auch dieses Schild, was das Wasser vor sich schiebt beim amphibischen Unterwegssein. Wir haben hier auch eine Klappe zum Öffnen. Ich sage auch, weil das sehen wir alles gleich wieder bei der 2024er Version. Wir haben hier Gitterfliesen und wir haben hier eine Turmform, rudimentär mit Wedges und eine Minifigur. Wundert euch nicht über den Staub, das Fahrzeug habe ich gerade aus dem Regal geholt. Hier hinten haben wir große Schrauben, hier unten sehen wir Noppen und hier eine Klappe. Und dann können wir so grob in den Innenraum gucken und wir sehen nicht viel, wir sehen Noppen und wir können hier mit dem Finger den Innenraum, den Kampfraum noch aufmachen. Typisch osteuropäisch, dass man auch oben aussteigen kann. Und ihr seht es hier, das ist der Raum, wo die Mannschaften drin sind, die Grenadiere zum Absetzen. Und hinten hier ein paar Drucke sowie diese Figur der polnischen Panzertruppen in schwarz gehalten. Und wir sehen, das ist hier unser Vielfraß. Hinten noch mit einem Druck auf dem Transclear-Zeichen aus der Small Army Serie aus 2019. Und jetzt schauen wir uns die aktuelle Version an und da sehen wir dann wirklich hier, wo kommt vielleicht der Preis mehr her. Wir sehen hier schon die viel kleinteiligere Aufhängung mit diesen Aufhängungssteinchen. Wir sehen hier die von mir erwähnte Lenkung der 4 Räder. Wir haben hier so einen Zylinder angebracht, auch viel kleinteiliger. Wir haben hinten ähnlich Schrauben, aber wir haben auch hier ein bedrucktes Schild, wie wir es kennen, auch bei der Bundeswehr zum Beispiel, dieses Kreuz. Ich glaube, es ist für die Nachtfahrt zum Erkennen. Ganz sicher bin ich mir nicht, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben hier ganz viele Drucke, wir haben hier eine Tür, die bedruckt ist und wir haben natürlich auch hier hinten die Klappen, die aber auch viel flacher sind als bei dem Fahrzeug. Wir können jetzt mal hier, man braucht leider ein bisschen Fingernägel, mal das aufmachen und man sieht,
etwas, ich packe es mal mehr in die Kamera, so, mehr angedeutet, eine Art, ja, Innenraum, beziehungsweise die Bänke. Ihr seht, man braucht ein bisschen Fingernägel, die habe ich natürlich nicht, aber da sehen wir die Bänke, die angedeutet sind für die Mannschaften. So, jetzt hier mit dem Finger reingedrückt und dann kriegen wir die Klappen auch auf und da seht ihr es. Da haben wir angedeutet Bänke und hier muss ich mal ein bisschen mehr drücken. So, da sogar mit Federung, also mit Stab, fliegend aufgehangen, finde ich gut. Also sehr, sehr realistisch. Wir haben die Klappen, wir haben an der Seite hier Drucke mit Noppen, mit Sichtschlitzen. Wir haben hier die Fahrerklappe, die wir eigentlich so halten müssen. Und wir sehen, mit einem Transclear-Stein haben wir halt hier diesen Blockstein, wo der Fahrer durchgucken kann, dass er die Straße sehen kann. Wir haben dieses Schwimmschild für die amphibischen Fortbewegungsphase oder die amphibische Fortbewegungsphase und wir haben hier vorne dann Drucke dieser Lampen und hier noch so kleine Ketten, um Seile festzumachen, wie wir das kennen bei Panzern. Dann hier die Drucke, die wir hier als Fliesen gebaut haben und ich habe euch ja gesagt, das Fahrzeug hat einen Innenraum. Dazu muss ich das Fahrzeug einmal hier hinstellen, so in die Kamera. Wir nehmen den Turm einmal ab, den muss dann gleich gesondert, nicht gesondert. Mit gesondert ist halt besonders und gesondert. Nein, wir können hier diese Klappe abmachen, da, und können dann in den Innenraum gucken und haben hier den Motorraum und Tank und Getriebe wahrscheinlich dargestellt. Finde ich ziemlich cool, gerade im Maßstab 1:35 immer nett, wenn Kobi sowas versucht unterzubringen. Sonst haben wir hier einen massiven Klotz, ihr seht es, schön gebaute Tarnung allerdings, finde ich richtig gut. Aber sonst auch eine ähnlich massive Bauweise wie die 2019er Version. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass wir es hier ordentlich anbringen. So, schon ist die Klappe wieder zu. Hier ein bisschen so aufpassen, weil die Klappe geht immer sehr gerne runter. Schwerkraft nennt man das. Und dann haben wir hier den Unterbau unseres, ich will immer Patria sagen, unseres Rosomak. Schauen wir uns den Turm an, der ähnlich gebaut ist, hier vorne dann nur so eine Art Mündungsbremse bekommen hat, die das Fahrzeug 2019 noch nicht hatte. Viele Drucke, viel, auf der Seite liegend bauen, wie wir das bei Kobi kennen, lieben und schätzen. Wir haben die Nebelwurftöpfe, hier wieder so eine Einbuchtung, die beim anderen Panzer hier einen Tucken besser gelöst ist, weil wir hier noch was Transclear-mäßiges haben, also eine Optik. Hier haben wir halt so 3 dunkle Steine. Die sind auch Transclear, aber das kann man im Schwarz nicht erkennen. Dann hier Optiken, die Aufhängung bzw. der Schwenkbereich des Geschützes ist ähnlich gelöst, auch wie bei der 2019er Version. Und wir haben hier die Fahne, die leider hier hinten an so einer Klappe hängt und somit wird die Klappe immer, wenn wir sie noch offen machen, die Fahne nicht ganz gerade steht. Also das ist auch nicht ganz so schön gelöst, geht sicherlich besser, aber ich glaube, die Fahne ist ja auch nur ein Gimmick, denn ins Gefecht fährt so ein Fahrzeug ja nie mit so einer Fahne. Höchstens vielleicht mit einer Fahne bei den Fahrern. Nein, Flagge natürlich. Und hier hinten noch so ein Penöpel. Keine Ahnung, wofür das ist. Vielleicht Ortung, Laser, Messgerät, wie auch immer. Ja, und dann kommt der Turm hier unten mit der Lücke auf diesen Zapfen. Und fertig ist dann unser Fahrzeug. Ich habe erst gedacht so, 20 Euro mehr. Lange war ich einfach in dieses Fahrzeug verliebt. Massive Bauweise, Small Army, ich mag das so ein bisschen, diese alten Kobi-Serien. Aber hier haben wir viele Prints, wir haben die Lenkung, wir haben den Innenraum und wir haben die 2-in-1-Version. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass Kobi noch eine Figur dabei legt. Das wäre was, dann wäre das wirklich ein Fahrzeug, was ich jedem mal empfehlen kann, der mal abseits gucken möchte. Gerade in der Armed Forces Serie haben wir viel westeuropäisches Material. Natürlich kam jetzt immer ein bisschen mehr, gerade durch den Ukraine-Konflikt. Aber hier Radpanzer, das ist schon eine Seltenheit. Das gab es bei Kobi früher mehr. Zum Beispiel den Striker, den es ja auch mal wieder geben könnte, fände ich interessant. Auch da könnte Kobi ja sogar eine 2-in-1 oder 3-in-1 Version rausbringen. Also, was sagt ihr? Welche Version findet ihr spannender? Habt ihr vielleicht diese Version noch irgendwo zu Hause? Man kriegt die relativ, im gleichen Preissegment leider mittlerweile wie zum Beispiel hier die neue Version. Also von daher stellt sich vielleicht für viele von euch die Frage gar nicht, sich so ein altes Set zu holen. Ich möchte es euch nur zeigen und ich möchte euch zeigen, was Kobi halt mal gemacht hat. Deswegen hat dieses Fahrzeug ja auch ein eigenes Review bekommen. Und dieses hier, was ich eigentlich anfangen wollte mit, früher war alles besser, kann ich nur sagen, nein, hier haben wir zwar, optisch auf den ersten Blick das gleiche Fahrzeug,
ist ja logisch, aber wir haben die Lenkung, wir haben einen schöneren Innenraum, wir haben mehr Details beim Turm, wir haben viel, viel mehr Drucke und wir haben die 2 und 1 Version. Ja, ich fand auf jeden Fall mal wieder schön, hier für euch ein Vergleichsvideo zu machen. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Und jetzt bekommt ihr die Detailbilder, wo ihr halt beide Versionen einmal gebaut bekommt, liebe Freunde. Wie immer an dieser Stelle und getreue Zuschauer werden es wissen und ich habe es euch gerade ja schon gesagt, nun die Detailbilder vom KTO Rosomak, damit ihr euch selber einen Eindruck vom Set aus dem Hause Kobi machen könnt, unabhängig von meinen Ausführungen eben gerade und wie versprochen natürlich auch gebaut in der ukrainischen Bemalung, so nenne ich es mal. Und Bemalung ist auch hier gutes Stichwort, denn UB20109 ist hier wohl auch die falsche Bemalung für ein polnisches Fahrzeug, denn alle Listen, die ich gefunden habe im Internet, deuten darauf, dass die Fahrzeuge der polnischen Armee, auf jeden Fall wenn es KTO Rosomak sind, mit UB02 anfangen. Ich glaube, Kobi hat hier einen kleinen Kniff gemacht, um einfach kein echtes Fahrzeug abbilden zu müssen. Einfach die 0 und die 2 gedreht. Deswegen haben wir auf dem Karton auf der Rückseite, auch da, wo das Nummernschild sein sollte, den Schriftzug Rosomak stehen. Wenn ihr es besser wisst, und das glaube ich gut, ich habe ja viele polnische Zuschauer, an dieser Stelle einen lieben Gruß, dann schreibt mir das gerne bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr darunter scrollt, dann schaut doch gerne mal in der Videobeschreibung vorbei, denn da findet ihr nochmal alle Infos zum Set, oft auch interessante Links und natürlich auch Links zu den Facebook-Gruppen oder meinem Discord-Server. Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende, als das Kobi sicherlich auch in 2025 das ein oder andere alte Set neu aufwärmt und reworkt. Und in diesem Fall, obwohl wir hier ja 20 € mehr bezahlen für 220 Steinchen, die ja ein bisschen auch dessen geschuldet sind, dass wir hier eine 2 in 1 Version bekommen, kann ich nur sagen, ich finde, es ist gerechtfertigt. Natürlich jaule ich hier auch ein bisschen rum, dass mir eine Minifigur fehlt und ich jetzt hier eine aus meinem Bestand. Ich habe ein paar hier in unseren Vielfraß stellen werde, weil ich einfach echt schade finde, dass wir im alten Set einen haben, einen Fahrer, hier nicht. Ich finde, das hätte man machen können. Beim HIMARS hat man es auch gemacht. So eine Figur kann man ja für beide Nationen, die im Set angepriesen sind, darstellen. Wir haben viele Prints, wir haben viele Details. Ich will gar nicht das alles, was ich gerade im Review gesagt habe, wieder aufwärmen. Trotzdem muss Kobi aufpassen, so sehr mir das Set auch gefällt, da den Bogen nicht zu überspannen. Und ich denke, das ist auch der Tenor, den ich eigentlich jede Woche unter den Videos hier lese. Trotzdem, und das gehört dazu, weil der YouTube-Algorithmus möchte das, will ich natürlich auch eure Meinung wissen. Und bitte wie immer dieses Video zu teilen, zu liken und kräftig zu kommentieren, wie ihr es empfindet, wie Kobi diesen Weg hier gerade geht. Nochmal, ihr habt es auf den Infokarten gesehen, 29 €, 400 paar zerquetschte Steine, 49 €, 666 Steinchen ohne Minifigur. Wie gesagt, als Sammler, es ist subjektiv, habe ich mir das Set geholt. Trotzdem, auch wieder als Sammler, eine Minifigur wäre schon bei dem Preis ganz, ganz nice gewesen. Also, lasst es krachen in den Kommentaren. Ich möchte mit euch quatschen. Ihr dürft natürlich gerne auch den Discord joinen. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Dort bin ich auch zu treffen, da können wir quatschen. Und natürlich alle Infos zu diesem Set und Bezugsquellen findet ihr dort auch. Ja, in diesem Sinne, auch so ein Vielfraß auf Rädern ist ja nur ein großes Auto. Deswegen verbleibe ich wie immer bei Autos, bei Fahrzeugen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen eine gute Fahrt. Bleibt gesund, auf Wiederbauen. Euer Vielfraß, Freund der Blockstar.